Die Jagd nach der Tabellenführung, die Jagd auf RB Leipzig geht weiter. Heute hier in Heidenheim werden wir den Vorsprung, den Leipzig jetzt momentan hat, wieder verkürzen können. Ja oder nein? Wie macht sich die frisch ausgeruhte Truppe? Es war jetzt gerade irgendwie Länderspielpause. Also alle sind wieder topfit, ausgeruht für den Endspurt hier in der Hinrunde. Dann haben wir noch 2 Champions League Spiele, 3, Schachtar Donetsk, Real Sociedad und Real Madrid. Da möchte ich dann also auch weiterkommen. Aber hier auf dem Papier, die Heidenheimer haben die letzten 5 Spiele verloren. Da müssen wir heute. Das ist ein Pflichtsieg. Ohne Wenn und Aber, ohne Ausreden. Wir sind schon vorne. Die erste Chance durch Rice. Und wir kriegen den ersten Eckball. Apropos Eckball, was? Ruben Amorim ist in Heidenheim gelandet. Das gibt's auch nur hier in EAFC, meine Freunde. Rahmt euch das ein, macht euch einen Screenshot. Ruben Amorim hat den ewigen Frank Schmidt verdrängt von der Trainerbank. Unfassbar, was den nach Heidenheim reitet. Wahrscheinlich wollte der irgendwo in Spanien hin, hat dann aber das Dorf damit verwechselt. Hat gedacht, Heidenheim ist irgendeine Region in Spanien. Und ist dann hier in Deutschland gelandet. So, das dazu. Wisst ihr, gegen so Gegner spiele ich ja auch gerne, aber es ist immer schwer, gegen so Gegner zu spielen, die unten drin stehen. Zweimal hatten wir es schon mit Bochum und mit Düsseldorf. Und die Heidenheimer, die fahren jetzt hier groß auf hier. Ruben Amorim Fußball, bringt 5 Niederlagen in Folge und noch 0 Siege nach 13 Spielen. Hat aber ein paar Dortmund-Fans wieder hier mit reingeschlichen oder eingeschleust ins Stadion. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Heidenheimer, die arbeiten sich da vorne. Und so ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt und auch gedacht, dass das Spiel werden wird. Wir werden sehr viel Geduld brauchen, sehr viel Zeit und ja, natürlich auch eine Konsequenz vor dem Tor, weil ich weiß nicht, wie sich das Spiel entwickelt, ob wir viele Chancen kriegen oder nicht, ob Heidenheim erstmal hinten sicher steht. Aber eigentlich, wie gesagt, auf dem Papier, das ist ein Pflichtsieg für uns, auch mal mit 2, 3 Toren Unterschied ruhig, was das Torverhältnis tun. Da ist Karl Mensah in der Mitte oder Kusiasare kommt. An den Ball erstmal ran. Schade, das wäre ein guter Zeitpunkt für die Führung gewesen. Ja, aber die können auch nach vorne spielen. Machen sie auch. Warum auch nicht? Sogar teilweise besser als manche Gegner, die wir in der letzten Zeit bespielt haben. Die lassen uns nicht an den Ball kommen, ey. Das ist Wahnsinn. Wir dürfen hier hinterherlaufen, müssen auf diese Ballverluste hier hoffen und dann natürlich auch schnell nach vorne spielen. Mensah. Und auch überlegt. Nicht irgendwie blind, sondern wirklich gut durchdacht. Pfeiffer. Oh, de Graef hat zu viel Platz. Was ist das denn für ein Abwehrverhalten? Und da ist es. 1:0, Tristan de Graef. Sein erstes Tor. Sein allererstes Tor in der Liga für den MSV. Da sitzen natürlich gleich alle bei ihm. Im Pokal hat er schon getroffen. Champions League weiß ich gar nicht. Aber das ist sein allererstes Tor. Aber ihr seht, wie frei der stand. Da waren 3, 4 Heidenheimer nicht auf ihrer Position. Schöne Flugkurve. Auch de Graef noch mit viel Potenzial, das ich leider nicht alles ausschöpfen werde. Ja, Ruben Amorim, es wird Zeit, ein bisschen Chinesisch zu lernen. Vielleicht ist er nach dem Spiel schon Geschichte. Wer weiß, wenn es so weitergeht. Aber Ruben Amorim, ey. Vom großen Manchester ins kleine Heidenheim. Hätte man auch nie gedacht. EAFC macht es möglich, seine Träume zu verwirklichen. Aber Achtung, vor Heidenheim. Die werden weiterhin ihre Chancen suchen, aber hoffentlich nicht kriegen. Aber da sind wir dran schuld. Das können wir beeinflussen. Wie viele Chancen die kriegen. Jetzt ist erstmal abseits. Und wir haben jetzt zumindest erstmal die Führung. Das ist immer wichtig. Das ist immer sehr, sehr beruhigend, wenn man hier mal 1:0 in Führung geht bei so einem Gegner. Dann läuft das Ganze spielerisch vielleicht auch ein bisschen besser. Karl oder Kusiasare, müsst ihr euch einigen. Erst Karl, dann Kusiasare und dann das 2:0. Genau in der Reihenfolge. Genau so diesen Spielverlauf habe ich mir gewünscht. Entspannte Führung nach einer halben Stunde. 6. Tor von Kusiasare. Ja, er bleibt weg. Ja, zeigt an. Hier, spielen wir in Lauf. Spielen ihn in die Mitte. Und das ist dann nur noch Formsache, den Ball da im Tor zu versenken. Also 2:0. Wir bleiben Leipzig auf den Fersen.
Die Bayern haben schon gespielt. Ich bin der Meinung, unentschieden, so wie es von den Punkten her aussieht. Frankfurt hat, glaube ich, auch nicht gewonnen. Also wir können der alleinige Verfolger erstmal werden von den Leipzigern. Und dann wird es wahrscheinlich auf das direkte Duell dann in der Rückrunde hinauslaufen, wenn es bis dahin so weiterhin gut läuft, wie es bei uns läuft. Tristan de Graef gibt die Ecke. Lennart Kahl macht die von links. Vom Tor weggezogen. So hat es gegen Wolfsburg auch geklappt. De Graef kommt, Avasieren. Rice hat viel Platz. De Graef schnell und gut durchkombiniert. Oh, Kusiasare, das geht zu einfach. Das geht zu einfach aus Sicht der Heidenheimer. Und jetzt lassen wir unsere Muckis spielen. Unsere Qualität zeigt sich gerade natürlich gegen so einen Gegner, die am Ende der Saison wahrscheinlich in die zweite Liga absteigen werden. Aber auch so einen Gegner musst du erstmal schlagen. Von daher sieht das richtig gut aus, auch für uns insgesamt in der Liga. Wir sind in der Champions League noch mit dabei, also gute Argumente hier. Gerne ein kostenloses Abo dazulassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Daumen nach oben natürlich auch mal sehr, sehr gerne gesehen auf dem Weg zu 14.000 Abonnenten. Mal gucken, wann sie denn fallen werden, ob sie überhaupt fallen werden. Da könnt ihr natürlich einen ganz, ganz großen Anteil haben. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch für FC 27 einen spannenden Karrieremodus schon sucht. Viel Spektakel, regelmäßige Videos, Shorts dazu auch noch. Also ist, glaube ich, alles geboten, was man braucht. Da können sie ruhig rumspielen, die Heidenheimer. Sollen sie hinten rumspielen, das ist, wie gesagt, alles okay. Das ist ein sehr, sehr entspannter Auftritt momentan. Kein einziger Schuss aufs Tor. Wir sind sehr, sehr konsequent vom gegnerischen Tor. Und das mündet in einem 2:0, 6:0 Schüsse. Und deswegen geht es auch gleich weiter. Da gibt es gar nicht so viel zu diskutieren. Sondern da wird direkt weitergemacht aufs dritte, aufs vierte Tor. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem. Vielleicht zeigt Heidenheim jetzt den richtigen Amorim-Fußball. Aber sie ist dazwischen und baut von hinten auf. Wie schnell wird es gehen? Mensah. De Graef nimmt anderes Schema mit. De Graef müsste eigentlich mit nach vorne laufen. Ja, schlechter Pass. Ich wollte eigentlich oben hin. Aber die Fans sind trotzdem da. Fußballclub Heidenheim wird da gesungen. Für die ist die Bundesliga auch ein sehr, sehr großes Erlebnis. Und da wundert sich auch niemand, wenn die dann mal absteigen sollten. So wie in echt mit St. Pauli und mit Wolfsburg. Ich hatte es vor ein paar Parts schon mal angesprochen in dem Video vom VfL. Ob Heidenheim direkt wieder hochkommt, weiß ich nicht. Ich glaube, die werden unter Frank Schmidt auch trotzdem wieder eine sehr konkurrenzfähige Truppe zusammenstellen. Ob es dann für den Aufstieg reicht oder ob Wolfsburg das macht, ob St. Pauli da ein Wörtchen mitzureden hat, werden wir mal sehen. Die nächste Chance von Mensah und der nächste Eckball. Direkt getreten. Karl Ecke kommt. Avasier! Da wäre fast Eckballtor Nummer 2 gewesen. Nächste Chance, Mensah. Oh, der hat viel Platz. Genauso wie Lennart Kahl im 1 gegen 1. Lennart Kahl. Da hatte nur die Heidenheimer Mauer was dazwischen. Oder was dagegen, dass der Ball da durchkommt. Aber die Heidenheimer kommen, die geben sich nicht auf, die versuchen es. Das sieht auch phasenweise ganz gut aus, aber ich glaube, das wird auch so ein Spiel sein, wo du dich am Ende der Saison jetzt nicht unbedingt zurückerinnerst, wo du sagst, ach Mensch, damals in Heidenheim, weißt du noch, das ist halt einfach so ein Spiel, das musst du mitnehmen, das musst du gewinnen seriös, um oben dran zu bleiben. Die wichtigen Spiele, die kommen erst noch in der Rückrunde, aber wir können jetzt in der Hinrunde schon mal den Grundstein legen dafür, es hört sich immer alles so philosophisch an, um dann hoffentlich eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen, eventuell Meister zu werden. Mal gucken, wie weit es in der Champions League geht. Aber wie gesagt, heute, das ist wirklich ein willkommener Gegner. De Graef, nächste Chance. Feller im Tor. Der sich gar nicht mal einkriegt. Vor der Nichtleistung seiner Verteidigung. Nächster Eck bei Mensah. Avasier! Oh, schade, den habe ich wieder drin gesehen. Die Ecke war wieder richtig gut. Ich weiß auch gar nicht, ob die Heidenheimer ihn verstehen oder seine Art, Fußball zu spielen. Ruben Amorim, muss mal kurz gucken hier. Ob mir einer geschrieben hat. Nein, Amorim hat mir nicht geschrieben.
dass ich nach Heidenheim kommen soll. Ich bleibe weiterhin in Duisburg. Aber 2:0, wisst ihr selber, ist das gefährlichste Ergebnis. Solange wir kein drittes Tor machen, sind die Heidenheimer noch nicht geschlagen. Dann sind die noch im Spiel drinne. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir in einer der nächsten Aktionen das dritte Tor machen. Da hätten wir nochmal den Eckball gesehen. So, jetzt können wir wechseln hier. De Cut kann auch mal wieder reinkommen. Rechte Seite macht von der Hits. Vorne kommt Sarko rein. Hinten Murphy. Ihr seht, es ist trotzdem aber noch eine schlagfertige Truppe. So breit musst du halt aufgestellt sein, ne? Für Champions League, eigentlich auch für DFB-Pokal, aber da war irgendwas im DFB-Pokal. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwas in Elversberg ist da passiert. Habe ich schon wieder vergessen und verdrängt. Sehr erfolgreich. Aber Hauptziel ist ja dieses Jahr Meister zu werden. Von daher, und soweit es geht, in die Champions oder in der Champions League vorankommen. Aber sie, wie gesagt, das ist nicht viel Gegenwehr, nicht viel Herausforderung. Es sieht bis zum Strafraum, sieht das okay aus. Alles ganz nett und schön, aber dann über den Strafraum hinaus ist dann halt nicht viel. Anderes Schema, schöner Ball in die Tiefe, kriegt er nicht hin. Spiel verflacht jetzt so ein bisschen, wir sind aber trotzdem weiterhin dominant, finde ich. Man das richtig gut. Und lassen die Heidenheimer führig hoffentlich nicht mehr ins Spiel kommen. Läuft es beim VfB nicht mehr so, oder warum hat der VfB den abgegeben? Oder ist das vielleicht unser Namensvetter? Ich glaube, das ist aber der echte Christian Führig. Okay, aber Mensah, ihr seht ja, bis zum Strafraum und dann müssen sie wieder hinten rumspielen. Dann verlassen die Heidenheimer so ein bisschen die Ideen, die Qualität natürlich auch. Kusjasare, de Graef muss durchlaufen, gar kein Problem. Ich weiß nicht, warum er stehen bleibt. Direkt weitergeleitet. Mensah, die Chance aufs dritte. Ah, hat er keinen Druck hinterbekommen. Dann muss so eine souveräne zweite Halbzeit dann auch mal reichen. Also, es geht nicht immer mit 3-4 Toren. Es muss auch mal so ein 2-0 sein, warum nicht? Chance ist aber nochmal da. De Graef ist nicht im Abseits, allein gegen alle. De Graef macht so eine Art Messi. Aber Rice ist wieder da, der auch schon Angebote reinbekommen hat in Höhe von 36 Millionen aus Istanbul, den wir für locker 50 Millionen verkaufen könnten, aber nicht im Winter. Nächstes Jahr im Sommer dann gerne, aber da bin ich nicht mehr da. Da läuft wahrscheinlich vielleicht schon die Umfrage dann zu FC 27, je nachdem. Oder vielleicht entscheide ich mich, mal wieder mit Eintracht Frankfurt eine Karriere zu machen in FC 27. Schau ich mal, aber ich denke mal, ich werde wieder so eine Umfrage machen. Jetzt kommt Heidenheim mit dem allerersten Schuss, glaube ich, aufs Tor in dem ganzen Spiel. Und das ist auch bezeichnend, dass das mit dem Schlusspfiff erfolgt. Also, wir haben heute keine große Anstrengung gehabt. 2:0, souverän zu Ende gespielt. Gut für uns. Wir bleiben an Leipzig dran. Und Heidenheim muss mit Ruhm Amorim weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Wir bleiben in Schlagdistanz. Jetzt geht es auch hier Schlag auf Schlag. Erstens mal die Champions League. Dann wartet wieder ein Angebot für uns von Brentford. Also wie gesagt, wenn selbst Istanbul, also Galatasaray, es schafft, ein Angebot über 36 oder 36 Millionen zu machen und die Engländer schaffen das nicht, dann brauchst du das gar nicht erstmal annehmen. So, weiter vor, 2 Tage Pause, 9. Platz. Dominius hat ein Angebot erhalten. Ja, den können die zum Beispiel verkaufen. Montreal, komm. Das tut auch niemandem weh. Da kann uns auch nicht wehtun, falls wir mal auf ihn treffen sollten. Irgendwann nochmal. In irgendeinem anderen Leben. So, wie gut ist denn Schachtja? Die sind 20. Wir sind auf Platz 13 gefallen. Bleiben also, egal wie es ausgeht, in den Playoffs. Haben auch ein 4-3-3. 2 Siege, 2 Niederlagen. Ein Unentschieden. Kennt man da einen? Lassana Traoré vorn, ist das der? Nuaton, Neverton auf der linken Seite. Weiß nicht, wie man den ausspricht. Ansonsten kenne ich niemanden. Ist meistens kein gutes Zeichen. Aber von den Gesamtstärken her sind die ungefähr auf Augenhöhe. Also, es wartet ein sehr, sehr interessantes Duell gegen Schachtar Donetsk. Wir gucken mal kurz auf die Bundesliga. Wir stehen hinter Feyenoord. Also wir stehen zwischen Paris und dem FC Chelsea. Einem Scheichclub, der zum zweiten Mal jetzt die Champions League in Folge gewonnen hat. Und einem Verein, der über 1 Milliarde an Transfers oder an Spieler ausgegeben hat. Einen 40-50-Mann-Kader hat. So sieht's aus. So, Bundesliga sind wir der erste Verfolger. Wir haben 1 Punkt Rückstand. Die Bayern schon mit ein bisschen Rückstand, 5 Punkte. Wir haben noch kein Spiel verloren. Also es läuft sehr, sehr gut. Die Mission Deutsche Meisterschaft ist im
ist am Laden. Wir sind dabei. Mal gucken. Die entscheidenden Spiele kommen in der Rückrunde. Und auch im nächsten Part gegen Schachtar Donetsk. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.